Hey Angelfreunde, nach knapp 2 Wochen Pause gibt es jetzt mal wieder neue Informationen zu Creatures of the Deep. Und zwar erfahrt ihr in diesem Video alles Wichtige, was ihr wissen müsst zu dem letzten Update 3.04. Das letzte Update-Video, welches ich gemacht habe, war zum Update 3.01, aber inzwischen sind nur einige Animationen geändert worden und die fasse ich für euch in diesem Video zusammen. Aber zuallererst will ich euch noch zeigen, welcher kosmetischer Inhalt neu hinzugekommen ist. Und zwar finden wir den bei uns im Kleiderschrank. Und zwar geht es um dieses Oberteil. Dieses Oberteil erhalten wir, wenn wir im Jahr 2024 schon mit Creatures of the Deep angefangen haben. Das Spiel ist inzwischen 3 Jahre alt, also könnt ihr auch ein Oberteil von 2022 haben, wenn ihr da schon angefangen habt, das Spiel zu spielen. Kommen wir jetzt zu den neuen Animationen, die es neu ins Spiel geschafft haben, und zuallererst geht es um den Einstieg in unser Boot. Und zwar können wir jetzt, wenn wir auf das Boot aufsteigen, direkt sehen, dass unser Charakter in das Boot springt und wieder davon runterspringt. Vorher war es ja so, dass der Charakter einfach in das Boot hineingefügt wurde. Kommen wir jetzt zur nächsten geänderten Animation, und zwar betrifft die unsere Flugsequenz. Dafür gehen wir einfach zu unserem Piloten und wählen ein Gebiet aus und dann können wir direkt sehen, dass die Flugsequenz etwas verkürzt wurde und anderen Sound bekommen hat. Wie wir sehen konnten, ist die Animation etwas verkürzt worden und sie sieht auch jetzt etwas dynamischer aus. Kommen wir jetzt weiter zur nächsten Animationsänderung, die betrifft unser Angeln. Aber bevor wir uns die jetzige Angelanimation anschauen, lasst uns einmal in das Update 3.03 reinschauen. Da sah die Animation nämlich noch etwas anders aus. In der alten Animation können wir nämlich feststellen, dass kurz bevor wir den Fisch aus dem Wasser holen, ein helles Blitzlicht erscheint. Und mit dem neuesten Update wurde dieses Blitzlicht wieder entfernt und die Angelsequenz etwas verkürzt. Wir konnten nämlich eben auch sehen, dass es wesentlich länger gedauert hat, den Fisch aus dem Wasser zu holen. Also wie gesagt, das Ganze wurde jetzt etwas verkürzt und das helle Blitzlicht ist aus dem Spiel entfernt worden, weil es eventuell zu epileptischen Anfällen führen konnte. Das waren auch schon die ganzen Animationsänderungen, die es von Update 3.01 bis zu Update 3.04 neu ins Spiel hinzugeschafft haben. Aber eine kleine wichtige Änderung gibt es noch, und zwar können wir die jetzt bei uns in den Einstellungen finden. Wenn wir hier auf Einstellungen gehen und ganz nach unten scrollen, dann können wir jetzt die neue Funktion Neu starten finden. Wenn wir das anklicken und unten dann den Punkt Neu starten auswählen, dann wird innerhalb von 3 Tagen unser Spiel komplett zurückgesetzt und wir haben die Möglichkeit, das Spiel komplett von vorne zu beginnen. Das kann ich aber natürlich nicht empfehlen, es sei denn, ihr wollt das Spiel komplett bei 0 starten. Ja, das waren auch schon wieder alle Änderungen für euch kurz zusammengefasst. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und ihr lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Update-Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.